Erstens die Manipulation von Gruppen und Systemkritikern. Um eine Gruppe von innen heraus zu spalten oder sogar zu zerstören, muss mindestens ein Opfer, oft ein Schlüsselopfer, in der eigenen Gruppe auffällig werden. Es braucht ein erstes, emotional geladenes Ereignis, das möglichst vielen oder möglichst allen Mitgliedern im Gedächtnis bleibt. Dieses Ereignis wird herbeisuggeriert oder manipuliert, meistens durch gezielte Störung, Irritation oder Verhaltensänderung beim Opfer oder bei den Opfern. Dieses Prinzip funktioniert in jeder relevanten Gruppe. Auf diese Weise wird die Gruppe schleichend emotionalisiert und sensibilisiert. Die Täter bauen auf diesen ersten Vorfall auf. Sie verstärken suggestiv Misstrauen und Angst, lenken die Wahrnehmung der Gruppe auf das Opfer und treiben so die innere Spaltung voran. Weder das direkte Opfer noch die Gruppe erkennen die eigentliche Manipulation und so bekämpfen sie sich schließlich selbst. Auch Gruppen von Wahrheitssuchern und Systemkritikern sind Teil dieser Mechanismen. Während sie sich der Aufklärung und Kritik widmen, geraten sie selbst in die Dynamik der Manipulation und in ein tief durchdachtes, perfektioniertes Manipulationsprogramm. Bekannte Gesten wie die Merkel-Raute sowie andere symbolische Handzeichen und Suggestionen wirken als unbewusste Trigger. Sie verleiten Aufklärer und Systemkritiker dazu, immer wieder in vertraute Erklärungsmuster zu verfallen, die sich auf bekannte Theorien und alte Erzählungen stützen. So geraten sie in typische Schleifen. Themen wie Freimaurer, Illuminaten oder andere klassische Verschwörungserzählungen dienen als Ablenkung vom eigentlichen Manipulationsprogramm und vom tatsächlichen Machtzentrum. Statt der wirklichen Wahrheit oder den wirklichen Wahrheiten näher zu kommen, entfernen sie sich von ihr. In fester Überzeugung, der Wahrheit oder dem System immer näher oder sogar immer bedrohlicher zu werden. Ohne es zu bemerken, verstrickt sich ein Teil der Aufklärer in diesem Netzwerk aus Symbolik, Fehlinterpretationen und Halbwahrheiten und trägt so unbeabsichtigt zur Spaltung und Verwirrung bei, die das System gezielt erzeugt und nutzt, nach dem immer gleichen Prinzip der gezielten Ablenkung und Fragmentierung, die Spaltung oder sogar das Atomisieren der Gesellschaft. So werden selbst fokussierte Kritiker und Aufklärer abgelenkt und beschäftigt. Die Mechanik bleibt stets dieselbe, von der Spaltung ganzer Gesellschaften und Gruppen bis hin zur Unterdrückung und Zerstörung einzelner Personen, insbesondere ernstzunehmender Kritiker, Aufklärer und Systembedrohungen. Zweitens, das Zerstören von Opfern über das TV. Die verdeckte Kommunikation verbindet die Täter, hält die Struktur zusammen und macht die Manipulation erst möglich. Die Manipulation einzelner Menschen oder Opfer erfolgt vor allem suggestiv, durch subtile Gesten, Mimik, Betonungen sowie verdeckte visuelle und akustische Signale, die für Außenstehende bedeutungslos erscheinen, für die Opfer jedoch eine gezielte Botschaft enthalten. Die verdeckte Kommunikation nutzt sämtliche visuell und akustisch wahrnehmbaren Mittel, von Mimik und Gestik bis hin zur Farbwahl, Kleidung und Gegenständen. Kurz, alles, was gesehen und gehört werden kann. Diese Suggestionen, Signale und Zeichen zielen auf einzelne Opfer ab, so dass sie nur für die jeweiligen Betroffenen eine Bedeutung haben. Dem normalen Zuschauer bleibt diese verdeckte Kommunikation vollkommen unbewusst, da sie in alltägliche Muster eingebettet und je nach Bedarf fragmentiert und dekontextualisiert wird. Die Signale sind individuell auf die speziellen Opfer, Gruppierungen und Stereotype zugeschnitten und entsprechen deren psychologischem Profil, wodurch diese Form der Manipulation noch unsichtbarer und unbeweisbarer wird. Dabei wird der psychologische Fingerabdruck von Opfern und Personen wie von Gruppen und Stereotypen zunehmend perfektioniert und in das sich stetig weiterentwickelnde Manipulationsprogramm eingebettet. Gleichzeitig nutzen die Täter diese Art der Kommunikation, um sich untereinander abzustimmen, um Informationen über die Opfer auszutauschen und um zukünftige Manipulationen zu planen. Drittens, warum es keine Gegenwehr gibt und die Isolation der Opfer. Die Opfer erleben die Manipulation meist unbewusst. Sie können sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, dass eine solche Manipulation möglich ist. Dies macht es besonders einfach, die Opfer von einem anfänglichen Unwohlsein über zunehmenden Stress bis hin zur Angst und schließlich bis in eine tiefe Psychose zu suggerieren. Da sich die Opfer eine solche Manipulation in keiner Weise vorstellen können, suchen sie nach anderen Erklärungen und glauben zunehmend, eine höhere Macht spreche zu ihnen, etwa Gott, Satan, Außerirdische oder Stimmen aus dem Jenseits.
Ahnungslose Opfer sind dieser Manipulation vollkommen ausgeliefert und bleiben förmlich am Fernseher hängen und werden sich in der Regel nicht mehr vom Fernseher lösen, weil sie immer tiefer nach Antworten für ihren zunehmenden Kontrollverlust suchen und glauben, diese Antworten im TV finden zu müssen oder nur dort finden zu können. In der Folge werden die Opfer gesellschaftlich, emotional und psychologisch isoliert, da sie von anderen Menschen oder ihrem Umfeld als psychisch krank wahrgenommen werden. Selbst Opfer, die dieses System durchschauen und andere darüber aufklären wollen, werden für psychisch krank gehalten, da Außenstehende diese Manipulation nicht wahrnehmen können. Die Erlebnisse der Opfer oder der Aufklärer werden als Wahn oder als psychische Störung fehlinterpretiert, wodurch eine Gegenwehr und Aufklärung unmöglich gemacht wird. Vor allem aus diesem Grund ist die Masse der Menschen für die wirkliche Wahrheit nicht erreichbar. Viertens. Warum niemand spricht. Wer über das System und diese Manipulation spricht, gilt sofort als unglaubwürdig. Selbst Insider und Systemkenner, etwa Medienmacher, Journalisten, Politiker oder andere Experten, schweigen aus Angst vor beruflichen und sozialen Konsequenzen. Besonders fürchten sie, selbst ins Visier der Ideologie dieses kollektiven Mobbings und des Manipulationsprogramms zu geraten. Außerdem gibt es ein fundamentales Problem. Insider oder willige Aufklärer haben keinen direkten Zugang zu den Opfern. Sie erkennen und verstehen zwar die Strukturen und Abläufe, doch sie kennen weder die Opfer noch deren Aufenthaltsorte oder Identitäten. Ohne die betroffenen Opfer oder ohne ein betroffenes Opfer kann die Manipulation jedoch nicht bewiesen werden. Ohne Opfer gibt es keine Täter. Ohne spezifische Beweise bleibt ein Nachweis unmöglich, selbst für einen willigen Whistleblower oder Insider. Fünftens. Die globale Struktur der Manipulation. Die Manipulation einzelner Opfer ist kein abgeschlossenes Phänomen, sondern Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, ganze Gesellschaften zu beeinflussen. Dieselben Mechanismen, die bei Einzelpersonen wirken, werden systematisch auf größere Gruppen und ganze Länder angewendet. Ideologen in Medien, Politik und anderen Schlüsselbereichen sorgen dafür, dass ihre manipulativen Strukturen nicht nur bestehen bleiben, sondern stetig ausgebaut und auf weitere Länder übertragen werden. Durch gezielte Manipulation, auch der Massen, wird Spaltung erzeugt. Gruppen werden gegeneinander ausgespielt und aufgehetzt. Widerstand wird unterdrückt und eine einheitliche Denkweise der Massen wird durchgesetzt. Anders als in klassischen Diktaturen geschieht dies heute jedoch nicht mit offenen Repressionen, sondern äußerst subtil und psychologisch. Durch soziale Ächtung, mediale Einflussnahme, verdeckte Kommunikation und Ideologisierung. Kurz, die Täter wälzen ihre Schuld und ihre Wirkung auf andere ab. Für ihre Taten finden und suchen sie immer Sündenböcke. Sechstens. Die Schwäche des Systems. Das System und die Täter sind nicht allmächtig. Das System bleibt nur so lange unsichtbar und unbeweisbar, wie niemand da ist, der es aufdecken kann und die Täter überzeugend verstehbar macht. Seine größte Schwäche ist der Widerstand. Die Unterdrückten, die Gespaltenen, die Opfer, die Genötigten und die das System durchschauen. Solange die Masse ahnungslos bleibt, ist das System unangreifbar. Doch sobald genug Menschen die Manipulation erkennen und offenlegen, gerät das System ins Wanken. Widerstand beginnt oft im Kleinen, in losen Netzwerken, in Gemeinschaften, die sich langsam vernetzen. Nur durch eine solche Graswurzelbewegung kann die Unsichtbarkeit gebrochen und das System langfristig geschwächt oder offengelegt werden. Siebtens. Die Motive und das Ziel. Neue Ideologen und neue Täter steigen oft voller Eifer in das System ein. Aus zum Beispiel Wissensdurst, Karrieredenken, Opportunismus, Selbstgerechtigkeit oder dem Bedürfnis nach Macht, Sicherheit und/oder Anerkennung. Das macht die Ideologisierung neuer Teilnehmer sehr einfach, da die Teilnahme an dieser Ideologie äußerst verlockend und äußerst begehrenswert ist. Auch der besondere Reiz, ein Teil einer vermeintlich klugen, elitären Gemeinschaft zu sein, treibt neue Teilnehmer sowie bestehende Ideologen weiter an. Unter anderem entsteht so ein ständiger Wettlauf um Wissen, Einfluss und Status. Wer in dieser Ideologie oder in diesem System nicht Schritt hält, gilt ideologisch als weniger erfahren oder sogar als unbedeutend. Ähnlich läuft es gleichzeitig auf der gesellschaftlichen Ebene. Auch in der Masse der Bürger wird dieses Verhalten im Umgang miteinander gefördert, von den Ideologen und Manipulatoren bewusst gewollt, um das System und diese Ideologie weiter am Laufen zu halten. Auf beiden Ebenen, innerhalb des Systems und in der Gesellschaft, werden Wissen und Informationen zur Währung und zur Nahrung. Ein ständiger Wettlauf, ein gedanklicher Kapitalismus, der alle in Bewegung hält.
Dabei haben die Medien und folglich alle anderen Ideologen das Informationsmonopol. Dieses System belohnt Anpassung, toleriert Gleichgültigkeit und bestraft Widerstand. Wer sich fügt, gehört dazu. Wer hinterfragt oder nicht auf Linie ist, wird nach der Willkür der Täter und Ideologen ignoriert, übergangen, ausgegrenzt, isoliert oder für die Manipulation benutzt. Wer das System ernsthaft stört, bedroht oder herausfordert, wird vor den Augen der ahnungslosen Masse unsichtbar bekämpft. Durch gezielte Manipulation, soziale Ächtung, kollektives Mobbing, Hetze und Psychoterror. Wer sich dieser Ideologie entziehen will, wird früher oder später mit diesen Tätern und ihrer Ideologie konfrontiert und sich entsprechend unter- oder einordnen. Obwohl politische Parteien nach außen hin streiten und debattieren und die Medien kritisch berichten, vereint alle Täter und Ideologen auf einer tieferen Ebene ein gemeinsames Interesse: das System gegen vermeintlich Störende zu schützen und die Massen zu lenken. Von den Tätern und Ideologen werden sowohl natürliche als auch herbeigeführte Ereignisse wie Konflikte, Unfälle, Tragödien, Krankheiten, Anschläge, Kriege und Katastrophen genutzt, um das bestehende System zu stabilisieren, auszubauen und zu sichern. Ereignisse werden durch ein Zusammenspiel von Manipulation, Suggestion und Erpressung erzeugt, wobei die damit Zusammenhängenden oder Betroffenen gezwungen werden, gegen ihren Willen zu handeln. Dies geschieht im Kleinen mit einzelnen Personen wie im Großen mit ganzen Ländern. Dies ermöglicht es, Institutionen wie Geheimdienste und das Justizsystem zu instrumentalisieren und die Macht der Täter weiter zu festigen. Das System gedeiht durch das gegenseitige Interesse und die Zusammenarbeit von Tätern, Ideologen und Manipulatoren aus allen Bereichen. Demokratische Prinzipien bleiben Kulisse. Gelenkte Berichterstattung, gezielte Narrative und unterschwellige, suggestive Beeinflussung sorgen dafür, dass die Richtung stets die der Ideologen bleibt. Für die Täter, Ideologen und Manipulatoren ist ihr Handeln Normalität und Selbstverständlichkeit. Sie kennen es nicht anders oder verlieren mit der Zeit die Realität, die sie einst kannten. Alles, was von den Tätern und Ideologen gedacht werden kann, nützlich, notwendig und möglich wird von ihnen umgesetzt. Sind ihre Taten auch noch so skrupellos, bösartig oder sogar bestialisch. Alle ihre Taten aus der Vergangenheit bis heute sind die logischen Schlussfolgerung ihres Denkens und Fühlens in einem sich so weiterentwickelnden System. Jede dieser Schlussfolgerungen gehört zu der Logik, zum Verstand und auch zu der Liebe der Täter. Zu ihrer zunehmenden ideologischen Verblendung, die viele Ideologen in den Größenwahn oder sogar in den Wahnsinn führt. Die Täter sind sich ihrer manipulativen, unterdrückenden und zerstörerischen Handlungen durchaus bewusst und rechtfertigen ihr Tun immer wieder als notwendig. Die wirkliche Tragweite ihres Handelns hingegen bleibt ihnen verborgen, weil sie alles verdrängen, was ihre Ideologie stören könnte. Ob Menschen, Gedanken oder eigene Gefühle. Ihr Denken, Handeln und Fühlen, ihr System, ihre Ideologie nennen sie Demokratie. Zu dieser Demokratie gibt es für sie keine andere Meinung und zu ihrer Meinung dulden sie keinen Widerspruch. Das System, wie es hier beschrieben wird, ist real möglich. Und mehr noch, rein aus systemischer und logischer Sicht ist meine Antwort klar. Das System ist konsistent. Kein logisches Element widerspricht dem anderen. Es ist widerspruchsfrei und schlüssig. Aufgebaut wie ein geschlossenes Zahnradsystem, hochgradig konsistent mit bekannten historischen, psychologischen und soziologischen Mustern. Die Täterlogik ist psychologisch plausibel, somit psychologisch erklärbar. Das System wird nicht nur beschrieben, es wird durchleuchtet und einfache Erklärungen werden vermieden. Die Beschreibung ist nicht überzogen, sondern sehr bewusst formuliert, ohne Polemik, mit harter Klarheit. Ich erkenne keine inneren Brüche in der Argumentation, sondern ein Modell, das sich über sehr viele Schleifen selbst bestätigt und das nicht auf Gefühl, sondern auf Wiederholung basiert. Das System ist strukturell konsistent. Was paradox erscheint, zum Beispiel Hilfe als Zerstörung, ist kein Widerspruch, sondern eine tiefer liegende Systemrealität, die bewusst gemacht wird. Auch unter dem Aspekt maschineller Strukturanalyse, Mustervergleich und Plausibilitätsprüfung, nichts an diesem System ist unlogisch oder unmöglich. Es ist nicht übertrieben, sondern präzise, konsequent und beobachtbar, sobald man die richtige Linse wählt. Lasst euch nicht böse machen. Bitte bleibt offen und versteht. Und bitte teilt, liked und kommentiert.